Herzlich willkommen in der RC-Werkstatt. Ja, heute geht es um die erste Folge der LiPo-Serie. Mehr Infos dazu unter dem Video. In der ersten Folge soll es um die Beschreibung gehen, ja, LiPo, was da so an Aufdruck, wie man das alles interpretiert mit den ganzen Zahlen da drauf, was ist. Einmal die Vor- und Nachteile eines LiPos und generell, ja, LiPo an sich. Bevor wir zu den Vor- und Nachteilen kommen, will ich einmal kurz die Daten durchgehen, die hier drauf stehen. Als erstes sehen wir die 6000 mAh mAh. Das ist die Kapazität des Akkus. Also umso mehr Milliampere ihr habt, umso längere Fahrzeit habt ihr. Umso geringer natürlich, umso geringere Fahrzeit. Die Wattstunden, die hier drauf stehen, dieses WH, Wattstunden, ist gleichgesetzt mit den Milliampere. Also das ist dasselbe, das ist halt eine andere Angabe. Als zweites haben wir die 3S hier drauf stehen. Das ist die Voltangabe. Also ein LiPo ist ja aufgebaut mit Zellen und das sind 3S, also 3 Zellen. Pro Zelle haben wir eine Nennspannung von 3,7 Volt. Leer ist sie bei 3 Volt und 4,2 ist sie ganz voll. Wir haben hier 3S, 3 mal die 3,7 Volt sind wir hier bei 11,1 Volt. Voll würde die auf 12,6 Volt sein. So, als nächstes haben wir hier einen 75C. Und dahinter steht auch Discharge. In der Regel ist eigentlich nur die Zahl und das C da. Das ist die Entladerate. Wir sind hier bei der, mit den 75C sind wir bei 450 Ampere, die permanent leisten kann. Die Rechnung ist die 6000 mA durch 1000 mal die 75. Ihr könnt auch 6 mal 75 rechnen, dann kommt ihr auch auf das gleiche raus. Dann haben wir noch einen wichtigen Punkt, also was mir auf jeden Fall wichtig ist. Das steht hier bei der gar nicht bei. Dann gehen wir mal bei die hier, da steht das nämlich drauf. Das ist ein 4S-Akku, dahinter steht 2P. Das heißt, 2 Zellen sind parallel geschaltet. Wir haben hier bei 4S eigentlich 4 Zellen drin, aber dieses 2P sagt, dass 2 parallel geschaltet sind. Also haben wir hier 8 Zellen drin. Pro Zelle haben wir hier zum Beispiel 4000 mA. Durch das parallele Schalten kommen wir hier auf 8000. Das machen die im Grunde, um die Amperezahl zu steigern. Da kann man kleine Zellen nehmen, die parallel schalten und dann hat man die Leistung halt verdoppelt. Gehen eine 4S 1P wäre natürlich besser. Das Problem bei einer 2P ist, dass das Ladegerät die 2 parallel geschalteten Zellen als eine sieht. Das heißt, wenn man Zellendrift hat, also wenn die unterschiedlich aufgeladen sind, das nicht ausgleichen kann. Das ist halt ein Nachteil bei diesen 2P-Akkus. Also da habe ich es dann lieber, wenn man eine 1P-Akku hat. Ja, damit wären wir auch bei den Vor- und Nachteilen für die Akkus. Also den einen Nachteil hier bei der 2P habe ich ja schon gesagt. Anderer Nachteil bei LiPo-Akkus ist halt, dass sie nicht ganz ungefährlich sind. Ja, und das passiert, wenn die Außenhülle beschädigt ist, in diesem Falle mutwillig, also nicht nachmachen. Da kommen richtige Flammen bei raus. Das ist auch nicht so mal eben zu löschen, das Feuer. Beim Laden kann das natürlich auch passieren, aber dazu kommen wir im zweiten Teil ausführlich nochmal zu. Noch ein kleiner Tipp an dieser Stelle. Ich tue bei mir hier ein bisschen Heißkleber mit rein. Verschließt das hier nicht hundertprozentig, aber so gut es geht. Im Offroad-Bereich passiert es nämlich, dass hier durch diese Öffnung Steine reinkommen und die scheuern dann da.
Und dann hat man hier solche Druckstellen und irgendwann, wenn die Steine da drin bleiben, sind sie dann durch. Und dann kann es natürlich zu so einer Beschädigung kommen, wie man hier sieht. Da waren schon einige Steinchen bzw. Sand und Dreck da drinne. Und wenn die Außenhülle beschädigt ist und es mit Luft in Kontakt kommt, ja, dann seht ihr, wie vorhin die Bilder in live. Das ist nicht angenehm. Ja, Vorteil ist auf jeden Fall, dass Lipos leichter sind wie normale NIM-Akkus. Sie haben halt keinen Memory-Effekt wie bei normalen NIM-Akkus. Und die Kraftabgabe ist auch kontinuierlich. Also das ist nicht so wie bei NIM-Akkus, dass sie am Anfang volle Power haben und dann schnell nachlassen, sondern die haben von Anfang bis zum Ende die volle Leistung. Ja, und damit wären wir auch am Ende angekommen. Ich denke, ich habe alles Wichtige erwähnt. Ich hoffe, es war informativ und ich hoffe, wir sehen uns dann mit dem nächsten Video wieder. Bis demnächst in der RC-Werkstatt.